Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute zeige ich euch, wie man selber Hefe macht. Die Zutaten habe ich euch natürlich wieder in der Infobox hinterlegt. Es ist total einfach und ich erkläre euch zwischendrin auch, warum ich das selber mache. Damit ihr das herstellen könnt, nehmt ihr erstmal 2 bis 4 Esslöffel von einem Gemüse oder einem Obst oder von bestimmten Kräutern eurer Wahl. Ich nehme tatsächlich immer gerne Tomaten oder Datteln. Die habe ich ein bisschen klein geschnitten, die kommen in ein hohes Gefäß und dieses habe ich vorher auch nochmal heiß ausgespült. So, jetzt kommt der Löffel mit Zucker noch mit hinzu. Ich habe immer Honig, den ich verwende, das finde ich einfach besser und leckerer. Aber welchen Zucker ihr verwendet, das bleibt euch natürlich überlassen. So, schön reinrieseln lassen. Fertig. Jetzt kommt das Wasser hinzu, 500 Milliliter stilles Wasser, ganz wichtig, keine Kohlensäure verwenden, auch nicht Mediumwasser, stilles Wasser. Ich habe das jetzt aus der Flasche genommen, funktioniert natürlich auch aus dem Wasserhahn, ganz einfach und bequem. Wichtig, es gibt Länder, in denen Chlor hinzugesetzt wird, soweit ich das weiß, ist das in Deutschland nicht der Fall. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das nicht so ist, aber deswegen, wenn ihr da nicht sicher seid, nehmt lieber das aus der Flasche. So, umrühren und das war's im Prinzip schon. 2 bis 3 Tage muss diese Hefe jetzt stehen, damit sie die Wirkung entfaltet. Wenn ihr eine neue Hefe ansetzt, hat ihr am Anfang nicht die Kraft, die längere Hefen haben. Das ist aber ganz klar, das ist so ähnlich wie so ein Sauerteig. Ich nehme also aus einer bestehenden Hefe was ab, 100 Milliliter, das ist jetzt zum Beispiel von meiner normalen Hefe und die gebe ich dann immer zu dieser neuen Starterhefe dazu. Dadurch wird die immer kräftiger und immer stärker. Wie gesagt, das ist das gleiche Prinzip wie beim Sauerteig. So, kann man schon sehen. Sieht ein bisschen aus wie, naja, ich sag's lieber nicht. Okay, also Deckel drauf. Ganz wichtig, morgens und abends einmal kurz durchschütteln, Deckel hoch, Deckel runter, weil sich Kohlensäure bildet. Und die muss natürlich entweichen, ansonsten platzt das Gefäß irgendwann. Fertig. Also, erster Tag, morgens 5.6. habe ich es gestartet. Hat gut geklappt. Das ist jetzt schon abends. Ihr könnt sehen, oben haben sich schon ein paar Bläschen gebildet. Und das ist dann der nächste Tag, der Tag 2, ging ganz fix. So, ich habe vorsichtshalber mal einen Zettel draufgeklebt. Und ihr seht, wir haben im Moment ziemlich Wärme gehabt. Da müsst ihr aufpassen. Das ist jetzt gerade noch so okay. Bei Hitze, wenn ihr das in einem warmen Raum steht, kann sich schnell Schimmel bilden. Deswegen müssen wir auch umrühren, damit das nicht passiert. Aber in warmen Räumen geht das unheimlich schnell. Da reichen manchmal sogar schon halbe Tage aus. Also falls ihr unsicher seid, ob es zu warm ist, stellt es in den Kühlschrank. So, 2. Tag abends. So sieht das Ganze aus. Die Tomaten schwimmen mittlerweile oben. Wie gesagt, das ist gerade noch gut. Da passt wirklich auf, da ist zwar so eine helle Schicht drauf, das ist aber noch kein Schimmel, das kommt jetzt einfach von der Gärung. Wenn ihr schüttelt und ganz viele weiße Punkte da drinne sind, so feste Punkte, die sich nicht auflösen, macht die Hefe vorsichtshalber lieber neu. Also ich habe da tatsächlich, mir ist die auch schon umgekippt, das passiert. So, die Hefe ist fertig, 2 Tage, geht ganz schnell. Ihr könnt die jetzt mit den Früchten oder den Gemüse oder den Kräutern in den Kühlschrank stellen. Ich siebe das immer ganz gerne ab und stelle es danach in den Kühlschrank. So. Und ihr könnt jetzt auch an der Farbe erkennen, das ist ungefähr so wie die Farbe, die ich am Anfang zu diesem Starter gegeben habe. Und das Witzige ist, wenn ihr das zum Beispiel mit Datteln macht, dann wird das ein bisschen sirupartiger. Das ist ganz lustig und mit Datteln, ich habe auch keine Ahnung, die haben so ein Turbo drin, das geht total schnell mit den Datteln. Wenn ihr wollt, schreibt mir das in den Kommentaren, ob ihr das mal sehen wollt, dann mache ich das extra nochmal fertig und packe das noch dazu. So. Und in den nächsten Videos zeige ich euch, wie man diese tolle, leckere Hefe verwendet. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch und natürlich auch gerne ein Abo. Ganz viele liebe Grüße, eure Emma.